Manchmal geht das alles irgendwie viel zu schnell, beziehungsweise die Zeit vergeht viel zu schnell. Ich war 2 Tage bei dem Couchsurfer, also bei dem Freund von der Couchsurferin, wo ich in Pordenone war. Das war super cool, wir waren bei einem Match. Frauen-Nationalmannschaft von Italien, leider haben sie verloren, Deutschland leider ja auch. Und dann bei einem Park und dann einen Grillabend gemacht. Und super nette Leute kennengelernt und alle waren super interessiert und super offen. Und es ist einfach krass, wie gut Suri immer ankommt überall. Die Italiener lieben Hunde, das ist unglaublich. Ja, dann habe ich da noch ein Mädel kennengelernt, mit dem ich sehr gut verstanden habe. Und dann habe ich am nächsten Tag mich mit ihr noch auf einen Kaffee getroffen, wollte eigentlich schon weiterziehen. Nach 2 Nächten in Udine. Ja, und irgendwie bin ich dann da hängen geblieben. Ja, und jetzt gibt es noch 2 Tage Sonnenschein, die nutze ich zum Fahrradfahren. Und dann sind wir ungefähr in Slowenien und dann sollte es leider schütten. Also mal gucken, was wir dann machen. Es gibt einen ganz berühmten Fahrradweg, den Alpe Adria von Udine Richtung Slowenien und Österreich. Und mal wieder hat mich Komoot nicht den Fahrradweg lang geführt. Das ist schon echt... Ich finde, Komoot kann man schon, wenn man Fahrradwegen folgen will, echt in die Tonne kloppen. Das ist jetzt schon nach Italien das dutzende Mal. Auch Schweiz war völlig daneben. Also ich habe jetzt geguckt, es ist echt schwer, da jetzt drauf zuzukommen. Es gibt jetzt wohl eine gemeinsame Stadt, das heißt, ich fahre jetzt noch 20 Kilometer. Ich vermute, dann sollte ich eventuell irgendwie in der Nähe sein, so dass ich ihn auch treffen kann. Aber es ist echt schade, dass man sich darauf nicht verlassen kann, dass der guckt, welche großen Radwege in der Nähe sind und die dann halt nimmt. Sondern dass er dann eher kleine Hauptstraßen nimmt. Ich meine schon Nebenstraßen, aber es ist doch hier eine Hauptstraße, wo Autos fahren. Obwohl es halt wirklich einen super ausgebauten Fahrradweg gibt da hoch. Genau die ist es, ja. Echt schade, also da könnte man schon irgendwie sehr viel noch verbessern. Ganz schön heiß, Suri, hä? Ja. Das ist übrigens eine Region, da ist der Wein super billig. Also ich war jetzt auf ein paar Festen und du kriegst überall Bier für 3, 4 Euro und Wein für 1 Euro. So viele Leute haben mir gesagt, nein! Kannst du nicht in die Berge fahren, das ist voll anstrengend, das ist voll hoch, das ist voll bergig. Fahr lieber an der Küste entlang. Und Berge sind einfach das Geilste für mich. Und für mich ist es einfach überhaupt kein Stress, weil ich ein E-Bike habe. Das ist halt so geil. Ich meine, ich weiß, ich bin über die Alpen gekommen. Ich habe 2 2000er überwunden. Also was soll da jetzt noch kommen, wo ich nicht hochkomme? Also von daher rein in die Schönheit. Zeit weiterzufahren. Ich habe jetzt eine Stunde Pause gemacht, bisschen Mittag gegessen und jetzt geht's weiter. Zweitletzter Sonntag erstmal. Guckt euch den Berg an. Geil. Oh, wie habe ich die Berge vermisst. Oh. Schön, schön, schön. Noch eine geile Fahrradstraße. Jetzt haben wir die Alpe Adria gefunden. Guckt euch das an. Geiler Radweg. Bin gespannt, ob es so weitergeht. Es gibt auch super gute Plätze zum Schlafen. Also das sollte echt easy werden heute Abend. Ich denke, ich fahre noch so 2 Stunden und dann Schlafenszeit.
Also ich muss sagen, der Alpe Adria zu folgen ist echt schwer. Also die Zeichen sind super klein und ich weiß noch nicht mal, ob ich jetzt richtig bin. Ich meine, vielleicht bin ich falsch, deshalb sind die Zeichen super klein. Weil es steht immer nur FG1 oder FG8 und irgendwas anderes da. Und es ist irgendwie, ja, irgendwie echt schwer. Das sieht doch noch ein ganz schön Plätzchen für die Nacht aus. Das ist ein Fluss, aber der ist unterirdisch. Deshalb ist das alles, sieht das so ausgetrocknet aus. Aber das war wohl schon immer so. Irgendwann ist der halt nach unten gegangen. Ja, und sonst wird es, glaube ich, hier super schön. Also hier, ja, hier ist halt die Straße, aber gut. Ich meine, nachts werden schon nicht so viele Autos fahren. Hier kann man sich ganz gut hinlegen. Und sonst scheint hier niemand zu sein. Also super. Ich habe tatsächlich auch rausgefunden, ich bin nicht auf der Alpe Adria. Ich zeige euch mal gerade das Problem. So, ich bin quasi hier über diese Brücke gefahren und fahre jetzt auf dieser Straße, die eigentlich auch ganz schön ist. Wenn ich mir jetzt aber die Alpe Adria anschaue und hier sieht man, dass es nicht über diese Brücke gegangen ist, dass ich quasi jetzt auf der anderen Seite bin. Das heißt, ich muss mal gucken, dass ich morgen wieder auf die andere Seite irgendwie zurückkomme und dann hoffentlich den Weg nicht wieder verliere. Naja. Gut, aber es ist auf jeden Fall schön hier und wahrscheinlich auch viel ruhiger, weil hier einfach gar kein Radfahrer ist. So, mein Bett ist hergerichtet. Also wenn es warm ist und dann habe ich auch keinen Bock, ein Zelt aufzubauen, dann nehme ich einfach nur die Zeltunterlage. Gut, jetzt habe ich noch die Matten von Zuri genommen, weil es so ein bisschen uneben ist, aber eigentlich brauche ich die auch nicht und dann reicht es schon. Das ist super gut. Ne, Zuri? Jetzt gibt's Abendessen. Abendessen? Oh, Zuri!